Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf dem Recast-Kanal. Ja, 5 Monate ist es, glaube ich, circa her, wo jetzt das nächste Video kommt, denn es ist immer ein bisschen schwierig, diese Videos, die ich mache, zu machen. Also das Video ist jetzt nicht schwierig zu machen, aber die Recherche dahinter. Und auf dem Kanal machen wir Kauftipps für Autos und ich habe für Oldtimer und ich habe überlegt, dass wir auch über die Motoren sprechen. Bei sämtlichen Motoren. Deswegen könnt ihr sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Motoren euch interessieren. Und wir haben hier den 2 Liter TDI, der sehr, sehr viel verbaut wurde in sämtlichen VWs. Und da gibt es halt die ein oder andere Diskussion in sämtlichen Foren, welche Unterschiede, welche Probleme, sind die gut, sind die nicht gut, weil wir können natürlich einen Kauftipp über einen VW oder über einen VW Passat oder VW Golf machen. Wir können aber nicht speziell, oder können wir schon, aber das Video wird dann ellenlang gehen, über die ganzen Motoren und über die ganzen Probleme sprechen, weil da sind schon die ein oder anderen verbaut. Wir haben hier den 2 Liter TDI und den gibt es als Pumpedüse-Motor und als Common Rail. Und da sind meistens immer die Diskussionen, denn die PS-Zahlen sind von Pumpedüse und Common Rail auch meist, da sind ein paar gleich. Und dann sind sämtliche Diskussionen in Foren, was da alles geändert wurde. Von dem 140 PS zu dem 170 PS. Und dann vertun sich die ein oder anderen. Hier in dem Video geht es um den 2 Liter TDI Common Rail Motor, also die Common Rail Einspritzung oder das Einspritzsystem ist das Common Rail System, nicht Pumpedüse. Da werden wir ein separates Video zu machen. Hier geht es um den Common Rail Motor von VW. Der spezielle VW-Bezeichnung ist der VW EA 189 oder der 189er. Der ist aber sehr, sehr, das ist ja, glaube ich, Entwicklerauftrag oder so, sehr, sehr breit die weit gestreute Motorvariante. Aber grundsätzlich ist der VW EA 189er gemeint, der 2 Liter TDI und ja, der Abgasskandal betroffene Motor. Ne? Hier geht es halt jetzt um den Common Rail und da gibt es Unterschiede und darüber wollte ich mit euch reden, euch informieren und wir haben die speziellen Motorcodes und reden speziell über die Motorcodes und um die Unterschiede, was ist gleich, was ist nicht gleich. Bitte verurteilt mich nicht, wenn ich da einen Fehler drin habe, denn ich konnte mich nicht mit VW an einen Tisch setzen und die haben mir die ganzen Unterlagen zugereicht, denn ich musste das Ganze recherchieren, raussuchen, vergleichen, Ersatzteilnummern vergleichen. Und wenn ich in den Videos sage, dass etwas nicht gleich ist, dann ist meistens, dass die Teilenummer geändert ist. Das heißt, es sind unterschiedliche Teilenummern. Ich kann nicht sehen, ob die eventuell doch trotzdem gleich sind oder ob da einfach nur eine Schelle anders ist und er deswegen eine andere Teilenummer hat oder er hat eine andere Bohrung, also zum Beispiel, oder es gibt halt Teilenummeränderungen, weil das Bauteil wirklich komplett anders ist oder es ist eine Teilenummeränderung, weil einfach nur, weiß ich nicht, anstatt ein M8-Gewinde ein M10-Gewinde drin ist und man das Ganze irgendwie anders machen hätte können. Deswegen, wenn ich davon spreche, dass etwas nicht gleich ist, ich versuche es immer zu sagen, dass es zum Beispiel komplett geändert wurde oder nur die Teilenummer anders ist. So, das vorab. Wir reden über diesen Motor, wir werden ihn auch zerlegen. Das Zerlegungsvideo werden wir auf VitaWolf Tutorial hochladen. Kauflink, nicht Kauflink, der Link zu dem Kanal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auf den draufgehen und dann werden wir den komplett einmal zerlegen. Das hier, den Motor, den wir hier haben, das ist der Motorcode CBAB 103 kW 140 PS. Okay? Das ist der, den wir hier haben. Jetzt werde ich einmal die komplette Auflistung machen. Machen wir mal hier hin. Die komplette Auflistung, welche Common Rail Motoren gibt es von Baujahr 2008 bis 2010, die in dem Passat B6, Golf, Jetta, Golf Plus, Scirocco in diesem Baujahr verbaut wurden. So, also wir fangen an mit der kleinsten kW-Anzahl. 2 Liter TDI. Motorcode CBDC, 81 kW, 110 PS, 250 Newtonmeter, Baujahr 10.2008 bis 7.2010.
Das ist der schwächste von den Common Rail Motoren. So, sollte Euro 5 haben, soll auch Euro 5 haben. Es kann sein, dass ich hin und wieder irgendwelche Angaben falsch sind, weil ich sie irgendwo rausgesucht habe, weil wie gesagt, ich habe keine Originalen, manche Sachen haben wir schon original, aber musste mir das alles zusammensuchen und ich mache auch Fehler, deswegen korrigiert mich bitte unten in die Kommentare, unten in den Kommentaren. Dann geht es weiter mit dem 2 Liter TDI CBAA 100 kW, 136 PS, 320 Newtonmeter, Baujahr 3.2008 bis 7.2010, Euro 5. Der ist meiner Meinung nach sehr selten und den habe ich auch sehr, sehr schwierig gefunden, denn dieser Motor wird mit dem nächsten, mit dem CBAB, sehr gerne in eine Schublade gesteckt. Es wird auch gesagt, dass das dasselbe ist. Deswegen korrigiert mich da, denn es geht weiter. 2 Liter TDI, CBAB, 103 kW, 140 PS, 320 Newtonmeter, 3.2008 bis 7.2010, Euro 5. Dann geht es weiter. Der 2 Liter Blue TDI, 205 kW, 143 PS, 350 Newtonmeter, Baujahr 1.2009 bis 7.2010. Blue ist für die AdBlue-Geschichte, für den SCR-Cut. Der hat eine noch eine extremere Abgasnachbehaltung, der hat noch eine extremere Abgasnachbehandlung bekommen, was jetzt für uns mittlerweile in den meisten Passats drin ist. Damals war es halt etwas neuer und deswegen hat er die Euro 6 Norm. Und dann gibt es den stärksten 2 Liter TDI, alles Common Rail. Wir reden nur über Common Rail, nicht Pumpedüse-Motor, okay? Es gibt den 140 PS auch in Pumpedüse. Sieht fast alles gleich aus, da kommt aber ein separates Video zu, okay? So, der stärkste ist der 2 Liter TDI CBBB, 125 kW, 170 PS, 350 Newtonmeter, Baujahr 3.2008 bis 7.2010, Euro 5. Alle sind Euro 5, außer der AdBlue, der ist Euro 6, weil die haben einen Partikelfilter drin. Und der Partikelfilter ist ein Rußpartikelfilter und ein Oxycut. Und so sieht der Partikelfilter einmal aus, der da drin steckt. Die ein oder anderen Schrauber kennen den und mögen den auch sehr, weil der ist sehr geschmeidig auszubauen, macht sehr viel Spaß an diesem Partikelfilter zu schrauben, macht auch sehr viel Spaß, den sauber zu machen, macht auch sehr viel Spaß allgemein bei Partikelfiltern, macht es sehr viel Spaß, diese ganzen Temperatursensoren zu tauschen. Also die einen oder anderen kennen den, deswegen schreibt mal alles zu dem Thema unten in die Kommentare. Und wie gesagt, man hat ihn halt zur Hälfte als Rußpartikelfilter und als Oxycut, also quasi ist da noch ein Cut drin. Und der sitzt sehr, sehr nah am Turbolader. Und zwar, um genau zu sein, hier. Direkt sehr, sehr nah am Turbolader. So sieht das Ganze hier einmal aus. Ja Leute, weiter geht's. Wir haben hier auch schon ein bisschen zerlegt, weil wir haben ein separates Video gemacht zu dem Zahnriemenwechsel, zu dem Blockierwerkzeug. Das ist aber ein anderes Thema. Falls ihr das sehen wollt, einfach auf dem Hauptkanal draufgehen und dann könnt ihr euch das Ganze angucken. So, Motorblock. 81 mm Bohrung, 95,5 Hub hat der Motorblock. Dann 4 Zylinder, 16 Ventile und Hubraum ist 1968. Das einmal dazu. Dann geht es weiter. Welche Änderungen, welche Unterschiede gibt es zu diesen ganzen Motoren, die ich euch jetzt aufgelistet habe? Der größte Unterschied ist von dem kleinsten Motor, der hat sehr, sehr viele Unterschiede, meiner Meinung nach. Der 81 kW, also der CBDC, der 81 kW, 110 PS, der hat folgende Unterschiede. Er hat eine andere Kurbelwelle. Er hat einen anderen Block. Also die Kurbelwelle ist auch hundertprozentig anders, weil er hat da ein anderes Zahnrad, hier ungefähr in dem Bereich, der hat da ein anderes Zahnrad, denn
Die Ölpumpe wird bei dem 81 kW Motor mit einer kleinen Kette angetrieben und bei dem, wir werden das zerlegen, das werden wir auch nachher sehen, aber das werdet ihr jetzt im anderen Video sehen, vielleicht werde ich das schon mit einblenden, denn dieser Motor, die ganzen anderen Motoren, der 100 kW, 103 kW, 105 kW, 125 kW, die haben nämlich hier unten Ausgleichswellen drin und die Ölpumpe wird über Zahnräder angetrieben mit diesem typischen Sechskant, was sich sehr gerne rund dreht. Dazu kommen wir aber später. Also Änderung, Änderung 81 kW hat hundertprozentig eine andere Kurbelwelle, beziehungsweise die Kurbelwelle ist gleich, aber das Zahnrad, was drauf gepresst ist, das könnt ihr nicht mal ebenso tauschen, das bedeutet andere Kurbelwelle. Anderer Block, 81 kW hat einen anderen Block, aber nur eine andere Teilenummer. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche anderen Änderungen gibt. So, eine andere das Schwungrad ist anders, denn es gibt da einen Unterschied von dem 81 kW. Das eine Schwungrad hat 240 Zähne, der andere hat 228 Zähne. So, der 81 kW Motor hat keine Ausgleichswellen, der hat halt nur eine Ölpumpe unten sitzen. Die anderen Motoren haben Ausgleichswellen unten im Ölwannenbereich, Ausgleichswellen und die Ölpumpe da ist auf jeden Fall geändert. Viele rüsten die auch wieder zurück um, weil diese Ausgleichswellen Probleme machen. Kommen wir später zu. Der 125 kW Motor, also der stärkste, der CBBB, der hat einen anderen Turbolader und der 105 kW hat einen anderen Partikelfilter. Der Partikelfilter ist grob gleich, nur die Anpassungen sind anders, weil da halt das AdBlue-System reinkickt. Ja, die Kolben sind gleich, Zahnriemen ist gleich, Nockenwellen sind gleich, Ventile sind gleich, Piezo-Injektoren sind gleich, Partikelfilter ist überall gleich, außer natürlich der bei der AdBlue-Geschichte. Das ist so grundlegend zu dem Motor. Ja Leute, kommen wir einmal zu den Krankheiten bzw. Problemen zu diesem Motor. Wichtig, wir reden immer noch über den Common Rail Motor, okay? Erstens, wie erkennt ihr überhaupt Common Rail und Pumpedüse? Ich versuche Bilder einzublenden, aber ich kann euch einfach grob sagen, bei Common Rail könnt ihr die Einspritzdüsen sehen, bei Pumpedüse könnt ihr die nicht sehen, weil die unter dem Ventildeckel drin sind. Okay? Wir versuchen da Bilder einzublenden. Und ja, kommen wir zu den Krankheiten beim Common Rail. Krankheiten bzw. Probleme. Was man dazu sagen muss, ist, viele Probleme entstehen durch schlechte Wartungen oder die Leute holen sich so einen Dieselmotor und fahren damit nur Kurzstrecke. Deswegen, viele schreiben in Foren, ey, ich habe sehr, sehr wenig Probleme mit meinem Motor. Andere schreiben, ich habe ganz viele Probleme mit meinem Motor. Aber grundlegend zählen wir mal auf, was so kommen könnte, wenn ihr euch so einen Motor holt. Ganz wichtig ist die Sechskantgeschichte. Von diesen ganzen Motoren, außer natürlich der 81 kW Motor, der ist davon nicht betroffen, aber unten sind Ausgleichswellen, da ist so ein Sechskant drin, so ein Imbus, der die Ölpumpe antreibt. Wir werden das zerlegen und werden das auch zeigen, wahrscheinlich in einem anderen Video, ich weiß nicht, ob ich das hier mit einblenden werde. Da ist so ein Sechskant, also so ein Imbus, und der treibt die Ölpumpe an und der dreht sehr, sehr gerne durch irgendwann nach der Zeit. Das Problem ist, dass die Ausgleichswellen dadurch dann auch beschädigt werden, weil der Imbus nicht mehr vernünftig sitzen kann. Dadurch fällt die Schmierung weg. Dadurch, wenn Schmierung wegfällt, der Turbo ist der erste, der darunter leitet. Der sitzt ganz oben, der braucht ganz viel Schmierung. Und wenn man Glück hat, ist es vielleicht nur Ausgleichswelle und Turbo. Wenn man Pech hat, sind die Kolbenringe und, was da noch so alles mit dran hängt, mit kaputt. Dann geht es weiter. Partikelfilter. Partikelfilter aber allgemein hast du bei jedem, der viel Kurzstrecke fährt. Ansonsten ist eigentlich die viel fahren, gut. Kommt zwar auch schon vor, weil er irgendwann einfach gesättigt ist, aber schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, der Differenzdrucksensor, der ist wirklich ein Verschleißteil, glaube ich. Elektronik allgemein hat ja meiner Meinung nach bei den Autos sehr viel nachgelassen. Deswegen, Differenzdrucksensor, der Turbolader, besonders die Turbolader-Unterdruckdose. Der Turbolader an sich ist eigentlich, wenn man den gut behandelt, hält er auch ganz lange, aber nicht ewig, wenn man es so sagen kann. Abgastemperatursensoren gehen auch sehr gerne mal kaputt.
Turbolader, gibt es unterschiedliche Schäden von Lager kaputt, schmeißt Öl, fährt aber trotzdem. Die Turbolader Unterdruckdose geht sehr gerne kaputt. Dann 2 Massenschwungrad. Auf der anderen Seite, den sieht man jetzt noch nicht. 2 Massenschwungrad geht sehr, sehr gerne bei diesen Motoren kaputt. Die Hochdruckpumpe. Hochdruckpumpe geht aber meistens meiner Meinung nach kaputt, weil man nicht regelmäßig den Kraftstofffilter wechselt. Die fangen an Späne zu schmeißen, weil die Hochdruckpumpe wird durch Diesel geschmiert. Und wenn der Diesel schlecht ist, dann geht auch die Hochdruckpumpe kaputt. Was zur Folge hat, wenn die Hochdruckpumpe kaputt geht? Düsen kaputt, Rail kaputt, weil die Späne sich überall verteilen. Das ist dann Katastrophe, was da dann alles gemacht werden muss. Dann die Motorblöcke, Zylinderköpfe reißen sehr gerne, hat dann Kühlwasserverlust. Ich persönlich hatte es doch nicht irgendwo mitgekriegt, doch einen Fall hatten wir. Aber sehr, sehr viele in Foren schreiben das, dass die reißen sollten, könnten. Aber ich denke mal, es ist immer, wie man mit dem Auto umgeht. Gut, bei Riss ist jetzt etwas schwierig zu sagen, aber man kann halt sagen, wie regelmäßig die Wasserpumpe gewechselt wird, wie regelmäßig halt Wasserpumpe, ob das richtige Kühlwasser drin ist, wie regelmäßig Öl gewechselt wird, welches Öl natürlich auch gefahren wird und. Ich denke mal, das ist auch ein großer Faktor, was damit zusammenhängt. Schreibt es eure Meinung mal bitte unten in die Kommentare. Dann Drallklappen, Drosselklappe reinigen, die Drallklappengeschichte, der Elektromotor dazu, die Drosselklappe. Moment. Hier können wir die ganze Geschichte sehen. Hier ist halt die Hochdruckpumpe, dann die ganze Drallklappengeschichte. Hier könnt ihr das alles einmal sehen. Der Elektromotor geht sehr gerne kaputt. Drallklappengeschichte, Drosselklappe, sehr gerne gehen die mal kaputt. Dann Kabelbaum. VW-Kabelbaum, ehrlich, im Motorraum, das Kabelbaum, sehr, sehr gerne Kabelbrüche. Besonders zu dem Ladedrucksensor und zu dem, also Ladedrucksensor und ich weiß jetzt nicht was noch, aber Ladedrucksensor. Das Kabel liegt irgendwie so, Mist. Ja, Standardverschleiß ist ja halt Glühkerze. Das passiert schon mal. Wie heißen diese Flammdichtungen? Das ist aber meiner Meinung nach normaler Verschleiß, dass das mal kommt bei 200.000, 180.000. Ja, die Ventile gehen sehr, sehr gerne mal kaputt. Raildruckregelventil bzw. Hochdruckpumpenregelventil. Aber da steckst du nicht mit drin, das kannst du jetzt nicht als Krankheit beurteilen. Ansonsten bleibt nur noch der hübsche AGR-Kühler. AGR-Kühler geht auch sehr, sehr gerne mal kaputt, wird undicht, beziehungsweise die Unterdruckdose geht sehr gerne kaputt, die Klappensteuerung verklemmt, weil ein AGR ja die Abgase zurückleitet in den Ansaug. Und da passiert natürlich, dass das Ganze mal verkocht und nicht mehr gängig ist. Zu wechseln, sehr, sehr spannend, sehr lustig. Partikelfilter sitzt halt hier, Partikelfilter muss raus, die Leitung muss raus und das Ganze dann zu wechseln. Das grob dazu. Ganz schnell mal angeschnitten, ja, undicht, die platzen auch mal ganz gerne. Deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel so einen AGR-Kühler wechselt, dass ihr das Kühlsystem vernünftig entlüftet. Sonst ist das Kühlwasser nicht da, die Abgase sind viel schneller da und dann reißt das Ding wieder. Ja, und dann nochmal von der Seite zu sehen, hier geht halt die Leitung auch durch von dem AGR-Ventil, beziehungsweise von dem AGR-Kühler zum AGR-Ventil. Hier könnt ihr nochmal den Stellmotor sehen von den Drallklappen und hier habt ihr die Unterdruckpumpe, wo wir Unterdruck benötigen und hier ist halt die Pumpe. Auch sehr gerne wird das hier undicht über die Jahre, genauso wie Ventildeckel auch. So Undichtigkeiten ist halt, sage ich mal, wie gut das Auto behandelt wird, genauso wie der Ölkühler wird auch mal undicht. Deswegen, das sind so die Krankheiten, Probleme, die ich so kenne. Natürlich, dass auch mal so ein Ladedruckschlauch platzt, passiert auch, besonders wenn der Turbo Öl schmeißt und Öl in den Ladedruckschläuchen drin ist, dann platzen die auch schon mal gerne, weil die halt weich werden. Ja, Unterdruckschläuche werden gerne von Mardern durchgebissen. Dass irgendwelche Dichtungen mal nicht halten, Schläuche kaputt gehen, das ist, denke ich mal, klar. Das dazu, damit ihr mal von jeder Seite mal so den Motor gesehen habt. Ja Leute, das mal so kurz
zusammengefasst über den Common Rail 2 Liter Dieselmotor, TDI-Motor. Und alles andere könnt ihr sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir werden den Motor auch noch zerlegen. Das wird in einem anderen Video passieren, wo man wirklich sehen kann, wie das Ganze so zusammengebaut ist, wo da was genau sitzt und wie er von innen aussieht. Ja, das dazu. Warum ist der Motor hier? Denn ich würde nicht sagen, dass das eine Krankheit ist, aber wir hatten mit diesem Motor sehr, sehr viele Probleme, denn im Bereich zwischen 2000, 2500 Umdrehung hat der Motor geruckelt. Es wurde alles ausgetauscht, außer der Motor, ich sag mal Motorrumpf oder Rumpfmotor, der nicht. Ja, und da sind wir so ein bisschen auf der Suche gewesen, deswegen ist der Motor auch hier. Wir werden ihn zerlegen, per Ersatzteile mäßig, komplett blanko zerlegen. Ja, und ihr könnt jetzt euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren austauschen zu dem Common Rail Motor. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt euch das andere Video an, wie wir den zerlegen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt bitte unten in die Kommentare, über welche Motoren wir noch sprechen sollen, denn ich muss den Motor dann organisieren, dass wir ihn hier haben, dass wir ihn zerlegen können, dass wir über den Motor sprechen können. Schreibt bitte alles unten rein. Welche Autos wollt ihr noch sehen? Kauftipps über welche Autos, welche Motoren und was euch noch dazu so alles einfällt, über was wir alles sprechen sollen. Hier auf dem Kanal von Recars, da geht es nämlich um Kauftipps, damit ihr euch informieren könnt, welcher Motor passt zu mir und dieser Motor passt zu euch, wenn ihr viel fahrt und nicht einfach nur in der Stadt rumgurkt. Ja, und das ist auch der Abgasskandalmotor, der halt mit der Softwaregeschichte Probleme hatte. Und was man halt noch dazu sagen kann, dadurch, dass der Block ja grundsätzlich gleich ist, das bedeutet, ja, im Klartext, dass man ja rein theoretisch, wenn man den 103 kW Motor hat oder den 100 kW Motor, dann könnte man ihn ja rein theoretisch ohne eine große Veränderung ein bisschen Leistung über die Softwareoptimierung machen. Natürlich laufleistungsabhängig, wird euch auch, denke ich mal, jeder Software-Spezialist sagen. Und Grüße geht raus an RaceChip, denn die sind die einzigen gewesen, die aufgedeckt haben, per Google, dass es den 100 kW Motor gibt, also der CBAA, dass er nicht hundertprozentig gleich ist mit dem CBAB. Wo die 3 kW hin sind, kann ich euch nicht sagen, aber es wird auf Wikipedia, auf sämtlichen Google-Plattformen wird der CBAA immer gleichgestellt mit dem CBAB. Wo die 3 kW hin sind oder die 4 PS, kann ich euch nicht sagen. Deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare, damit derjenige, der sich so einen Motor anschaffen möchte, gut informiert ist. Und bei jedem Motor ist und bleibt einfach die Wartung. Wenn die vernachlässigt wird, dann gehen die Bauteile hops. Das kann ich euch versprechen. Deswegen wichtig. Kauft euch am besten immer sehr gut gewartete Motoren, dann solltet ihr wenig Probleme haben und natürlich regelmäßig weiter warten, also die Intervalle einhalten und vernünftige Bauteile verbauen. Das ist und bleibt leider das A und O und deswegen viele vernachlässigen das und heulen dann meistens rum, da ist es kaputt, scheiß Motor, dies, das. Ja, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst uns darüber austauschen oder tauscht ihr euch aus. Ich bin damit beschäftigt, weitere Informationen zusammen über die nächsten Motoren. So, wir zerlegen den jetzt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.